Aus Speichen, Felgen, einer Narbe und Reifen aus Eisen macht Jürgen Steck Wagenräder. Räder sind schon immer noch Faszination für mich. Das ist nicht so ein Produkt, wo ich dann 5 gleiche Teile im Regal habe und das mit dem zusammenstecke und dann kriegt es der Kunde, sondern da muss man jetzt mal halt neu denken. Wer weiß schon, wie Kanonenräder aus dem 15. Jahrhundert gemacht werden. Ein Mittelalterverein hat lange gesucht und Jürgen Steck, einen der letzten Wagnermeister, gefunden. So, dann fangen wir jetzt mit der Narbe an. Da haben wir jetzt einen Schneckerbohrer. Der hat vorne so eine Einzugsschnecke und die zieht sich langsam ins Holz rein und bohrt dann hinter eben auf einen richtigen Durchmesser. Dafür verwendet Jürgen Steck Ulmenholz. Es ist das erste Teil, das er fürs Rad anfertigt. Eine Narbe ist das mittlere Teil vom Holzrad. Wird traditionell aus einem gewachsenen Stück gemacht. Der Ulmenstamm muss durchgebohrt werden. Viel kuriosen Abfall gibt es, bis die Narbe dann mal auf einer Holzachse sitzt und das Rad trägt. Bis auf wenige Ausnahmen soll es in Handarbeit entstehen. So wünscht es sich der Kunde. Bäume wachsen dann nun mal nicht ganz rund und alles, was nicht rund gewachsen ist, kommt jetzt erstmal weg. Das Werkzeug, das ich in der Hand habe, ist eine Schrubbröhre. Die nimmt jetzt einfach mal grobe Unebenheiten. Kunden, die bei mir Räder bestellen, kommen im weitesten Sinne aus dem Brauchtum. Also, das ist ein Bauernhof, der jetzt für seine Urlauber was bieten möchte. Das ist ein Direktvermarkter, der einen Wagen neben die Straße stellt, der halt auffällt. Vereine, die dann zum Beispiel ein Kanonenrad bestellen. Woher nimmt er sein Wissen? Aus Militärbüchern von 1400 irgendwas bis 1500 gibt es Abbildungen von Kanonen und dann muss man halt auch sehr entwickeln, was ist da dargestellt, wie kann das Rad gemacht werden, aufgebaut werden, dass es ungefähr so aussieht, wie es dann da skizziert ist. Die Position der Zapfenlöcher für die Speichen und die Narbenringe teilt er auf dem glatten Baumstamm ein. Und noch einmal Narbenring. So. Wenn man Holzachse hat, braucht man eine möglichst lange Narbe, um möglichst viel Kraft zu verteilen. 36,4. Ich liebe das schon, wenn Herausforderungen kommen, wenn ich nicht schon morgens weiß, das läuft glatt durch bis zum Abend, sondern irgendwann mal da stand und überlegt, so, was müssen wir wie hintereinander her machen, dass man über ein Problem stolpert, weil man es nicht bedacht hat. Seine traditionellen Werkzeuge helfen ihm dabei. Das ist eine Radmaschine. Sowas ist bis in die 50er Jahre gebaut worden. Speziell für Wagner. Ich kann runde Sachen spannen und kann da wie einer Langlochbohrmaschine Löcher einbohren. Das war schon ein Glücksfall, dass ich zu der Maschine gekommen bin. Damals gab es noch Handwerkszeitungen mit Annonce und da hat ein alter Kollege annonciert, er wird die loswerden, aber nicht für Deko, er möchte, dass er damit geschafft wird. Dann hat er mich erst mal ausgefragt, wie macht man ein Rad, was soll ich denn jetzt mit der Maschine machen? Und da war ich auch nicht mehr ganz jung, aber dann hat er gemeint, ja, Bub, das hast du gut gemacht, kannst du die Maschine mitnehmen. Und seitdem bohrt er die Löcher für die Speichenzapfen mit dieser Maschine. Insgesamt 10 Löcher für 10 Speichen muss Jürgen Steck in eine Radnarbe bohren. Gut, nachdem die Löcher jetzt vorbohrt sind,
gucken wir mal, dass wir die Innerflucht vorstimmen. Stimmt dann die Flanke. So geht es jetzt rundherum. Mit Stemmeisen und Hammer arbeitet er die Löcher fein aus, damit später die Speiche auch exakt reinpasst. Römer hatten schon Räder im ähnlichen Aufbau, wie sie wir haben. Wir staunen heute. Denken immer, wir haben irgendwie alles im Griff und trotzdem haben wir natürlich super Werkzeug, super Maschine und wundert uns, dass Leute vor 3000 Jahren bloß mit Kupfer ähnliche Leistungen erbracht haben, wie wir heute mit Stahlwerkzeug. Jetzt geht es ja noch darum, dass ich 2 bis 3 Zentimeter runternehmen muss. Bis zu dem Riss kann ich mal alles wegnehmen. So schöne, schlanke Form. Vorne für die Narbe, hinter bleibt es dann dicker. Die Narbe muss insgesamt noch schlanker werden, damit das Rad auch perfekt auf der Achse läuft. So, nachdem die Narbe fertig drechselt ist, machen wir jetzt einen provisorischen Ring drüber. Der hält das Holz zusammen, das nicht auseinanderreißt. Vor allem dann, wenn ich die Speiche einschlage. Die Narbe muss dann mit den beiden Narbenringen austrocknen und erstmal zur Ruhe kommen. Sitzt. Einmal umdrehen. So. Könnte, wenn es sein muss, noch ein wenig nachgezogen werden. Deshalb sitzt er auch nicht ganz bei der vorgegebenen Kerbe. Falls das Holz nachgeht, haben wir noch eine Chance. Jetzt beginnt die Arbeit an den Speichen. So. Da erklärt sich jetzt auch schon schön, warum man Ulme auf eine Radnabe nimmt, weil es sich nämlich nicht gut spalten lässt. Es gibt jetzt Speicher. Speiche für Speiche spaltet Jürgen Steck aus dem Ulmenstamm. Wenn es super schwere Sachen hat, hilft die Familie mit. Aber prinzipiell ist das eine One-Man-Show. Ich und fertig. Die klassische Wagnerei ist längst in Vergessenheit geraten. Früher, als es noch Kutschen gab, war der Wagner zusammen mit dem Zimmermann der gefragte Holzhandwerker. Beide waren für die Entwicklung der Mobilität im Mittelalter wichtig. Und hier war es jetzt so, dass es hieß, keine Bearbeitungsspuren von modernen Werkzeug am Objekt. Das heißt, wir schaffen wie vor 500 Jahren. Mit Handsäge, mit Ausspalter, wie wir vorher gesehen haben, und jetzt mit dem Ziehmesser. Vor 500 Jahren gab es auch noch keine Wasserwaage. Deshalb benutzt Jürgen Steck einfache Schablonen, um zu sehen, was noch weg muss. Gut, die erste Seite passt schon. Jetzt sollte die zweite dann da dazu winkelig werden. So. Diese Balken, natürlich können die Bretter nicht mehr raussägen, wären wir ungefähr gleich weit in 2 Minuten. Aber die Idee dahinter war, durch das Ausspalten eventuell auch mal Wuchsunregelmäßigkeiten mitzunehmen.
Diese Welle, die es dann gibt, die gehört auch mit rein. Das sieht man auch, wenn man Räder hat, die älter sind als 100 Jahre. Da ist nicht alles gerad, sondern da ist es halt so, wie es gewachsen ist. Und das war dem Kunden wichtig, darum machen wir das so. Auch wenn es sehr anstrengend ist. Da machen wir jetzt mit dem Streichmaß einen Riss her. Da habe ich einmal mein Maß eingestellt für einen Zapfen und das passt rundherum. Seine Werkstatt wurde um 1900 von Vorfahren der Familie seiner Frau gegründet. Er konnte in den 80er Jahren Maschinen, Schablonen und Werkzeug übernehmen und kann so auf das Wissen aus über 100 Jahren zurückgreifen. Speichenzapfen sind also für Jürgen Steck Wagner-Routine. Im Prinzip wird Speiche fertig. Von der Statik her kann die eckig sein. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen Form dran, dass es elegant aussieht, dass man es auch anlangen kann. Man muss ja mal auch dem Rad in die Speiche greifen und weiterhelfen. Und das geht viel besser, wenn die Speiche da, wo sie später in die Felge eingeführt wird, rund ist. Immer wieder kontrolliert er mit der Schablone. Ja, so für auf Augenmaß passt. Da ist vielleicht noch stark. Da können wir auch noch ein paar Millimeter runterholen. Von daher, wenn man drüber langt und es fühlt sich gut an, ist fertig. Viele Speichen hat er auf diese Art hergestellt, fast wie am Fließband. Wagner war eigentlich ein Zufall. Also ich komme aus einer Zimmererfamilie, von daher Massivholz ja. Das Problem ist die Höhe. Ich habe Höhenangst, deshalb war die Zimmerei einfach nichts für mich. Von daher, Garten hat mich schon immer fasziniert, Bäume, Pflanzen. Dann bin ich als Gärtner in der Baumschule gelandet. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die da auch ihre Ausbildung gemacht hat und den Opa dazu, der Wagner war. Und da dachte ich so, jetzt mache ich mal eine Wagner-Ausbildung. Und dann habe ich auch noch Meister gemacht. Das war vor 30 Jahren. Wagner als Lehrberuf gibt es heute nicht mehr. Also ich finde es schade, dass man den Beruf abgeschafft hat. Aber das hindert mich ja nicht daran, mein Wissen weiterzugeben. Ich habe jetzt überall schon eingeschlagen. Jetzt habe ich da noch einen und dann haben wir unter einer noch. In dem Moment, wo ich irgendwie hier in der Ecke was einschlage, verändert sich die Spannung in der Narbe. Dann mache ich mal einen anderen Punkt, dann kann sich der Punkt schon mal wieder beruhigen. Und damit habe ich eine größere Chance, dass das Rad funktioniert, dass die Narbe nicht spaltet. Wenn ich reihum mache und der Druck summiert sich auf, weil irgendwo ein paar Zehntel Millimeter mehr Holz ist, als sein sollte, dann ist die Chance, dass am letzten knackt, relativ groß. Wenn ich jetzt aber da und da und da mache, dann verteilt sich der Druck hoffentlich, bis die letzte Speiche kommt und die Narbe hält. Eine Besonderheit, die Abstände der Speichen sind unterschiedlich. Wir haben immer zwei Speicher, die sind weiter beieinander und zwei, die sind weiter auseinander. Und auf den kurzen Bereich, also da ist der Schnitt zwischen der Felge, die läuft dann bis daher durch und hier ist der nächste Schnitt. Das Rad ist am Ende leicht konkav, gleicht einer ganz flachen Schüssel, weil die Speichen nicht ganz rechtwinklig zur Narbe montiert wurden.
Alle drin. Jetzt kommt Felgegrenz drauf. Dann geht's nur zum Schmied. Der Wagnermeister, der auch in manchen Regionen Stellmacher heißt, schneidet jetzt mit einer Schablone an der Bandsäge die Felgenteile aus. Die sind jetzt nicht mehr aus Ulme, sondern aus dem härteren Eichenholz. Das eine Stückele ist ein Fünftel von Radkranz außenrum. Hier wird noch einmal die zweite Oberfläche abgehobelt. Erst wieder anreißen mit dem Streichmaß. Dann mit einem Schrubhobel grob Schicht für Schicht abtragen. Das alles muss noch weg. Wir hatten zuerst überlegt, die ganze Oberfläche mit dem Beil zu hauen. Das kommt halt dann relativ rau rüber und das ist in historische Gebäude bei den Balken ist es schön, da will man das, aber ein Sommerfahrzeug ist es dann halt doch eher die gehobelte Oberfläche, auf die man sich geeinigt hat. Wie das früher tatsächlich war, weiß von uns alle niemand mehr und von daher müssen wir halt heute machen, wie wir glauben, dass das war. Da sind wir ein wenig höher noch. Das heißt, da sind wir noch höher. Der Rest schaut brauchbar aus. Wenn die grobe Oberfläche abgehobelt ist, kommt endlich der feine Hobel zum Einsatz. Gut, plan gehobelt, passt. Jetzt müssen die 5 Felgensegmente auf die Speichen. Eine Rechenaufgabe für den Meister. So, wir haben 1,10 Durchmesser. 55 ist der halbe Durchmesser. Die Narbe hatte 26, 13. Dann haben wir 42 Zentimeter von der Narbe raus ist Außenkante Felge. Alles, was übersteht, kann weg, damit alle Speichen die gleiche Länge haben. So. Jürgen Steck markiert jedes Loch, das er für die Zapfenlöcher in die Felge bohren muss. Er macht nicht nur neue Räder, er repariert auch alte. Als Wagner finde ich schön, alte Sachen zu erhalten, wieder auch ins Laufen zu bringen. Das war alles mal richtig Aufwand, das war teuer und man muss nicht alles wegschmeißen. Viele Anfragen kommen auch von Museen, die ihm Exponate zur Reparatur bringen. Oder er wird in Bauernhofmuseen eingeladen und zeigt dort sein Können als Wagnermeister. So, jetzt sind alle 4 Bohrungen da. Fertig. Die Felge runter, da haben wir Schablonen dafür. Das muss alles noch weg, dass es einfach eleganter ausschaut, dass man auch ins Rad greifen kann zum Vorwärtsschieben. Beim Runden kommt das Ziehmesser wieder zum Einsatz. Ja. So macht er das Felge für Felge. Mit der Säge bringt Jürgen Steck die Speichen auf die richtige Länge.
Bestimmt mit einer Schablone die Dicke des Zapfens. Und dann ist die Japansäge das ideale Werkzeug. Unsere ganze europäische Säge, die gehen halt eher auf Schub und die geht auf Zug. Mit keiner anderen Säge käme er so rundherum, um sich eine Rille zu sägen, bis zu der er dann das Holz für die Zapfen abträgt. So werden die Zapfen noch fein gemacht, damit sie auch gut ins Zapfenloch rutschen. Würde passen, wenn es drin ist. Jetzt müssen wir da einfädeln. Aber jetzt haben wir halt die Problematik, dass wir das so weit beiziehen müssen, dass es zusammengeht. Dafür holen wir jetzt ein paar Hanfstrick, ziehe das zu und dann wird es schon gut gehen. Mit einer Konstruktion wie im Mittelalter zieht er die Speichen zusammen. Es funktioniert auch heute noch. Ein spannender Augenblick für den passionierten Wagner. Ja, genau jetzt. So. Sitzt doch schon. Geschwind ein kleines bisschen Adrenalin und schon ist das Rad beieinander. Jetzt geht's halt praktisch links, rechts weiter. Die Felge dran im Anschluss dazulegen, rausmessen, so wie man es gerade auch schon gesehen hat. Zapfen erschaffen und so rum, bis rundherum fertig ist. Der Schmiedemeister ist gekommen. Mit seiner mobilen Schmiede bringt Klaus Finsterer die Reifensegmente zum Glühen. Warum nimmt man eigentlich keinen ganzen Ring? Weil man in der Zeit, aus der diese Nachbauten kommen, die Materialmengen und die Technik auch nicht zur Verfügung gehabt hat, ganz geschlossene Ringe in dieser Größe zu produzieren. Und dafür ist man dann hergegangen und hat dann halt diese Ringe, also praktisch auf Segmente geteilt. Das konnte man ausschmieden, einzeln aufnageln und hat dadurch dann trotzdem auch eine Stabilität im Reifen erreicht. Erst wenn die eisernen Segmente glühen, kommen sie auf die Felgen. So, schauen wir mal, das angezeichnet, ne? So ungefähr, ja. Sind wir dabei? Boah, da ist heiß, ne? Da ist heiß. So, dann gehen wir da auf die Mitte drauf. Setz die Zwingen. Also, ich weiß nicht, wie viel hast du noch? So ist Zentimeter habe ich noch bis zum Riss. Dabei überdecken sie den Stoß zweier Felgensegmente. Jawohl. Ja. Wagner und Schmied haben bei Rädern schon immer als Team zusammengearbeitet. Jürgen Steck und Klaus Finsterer knüpfen dabei immer wieder an alte Handwerkstraditionen an. Mit Wasser wird das heiße Eisen gekühlt. Das ist halt immer wichtig, dass wir möglichst schnell die Temperatur rauskriegen. Wie gesagt, sonst verbrennt uns halt zu viel von dem Holz weg. Schnell und präzise müssen Schmied und Wagner zusammenarbeiten. Irgendwo da mal. Bremst dran. Ja, das sieht man. Dann wird das Rad für das nächste Reifensegment vorbereitet und festgemacht, dass ja nichts verrutschen kann. Passt. So. Jetzt, wo sind wir? Irgendwie haben wir jetzt das Schloss tiefer drunter. So, jetzt sind wir ziemlich zusammen hier.
Ja, lass zusammen. Ne? Mit insgesamt 10 Nägeln wird jedes einzelne Segment fixiert. 50 Nägel auf jedes Rad. Die sind selber geschmiedet, ja. Es gibt maschinengeschmiedete Nägel für so Tür-Tor-Beschläge machen. Aber die sind für so eine Arbeit viel zu schmächtig eigentlich. Das ist so 2 mm dicker Kopf. Das geht gar nicht lange. Und von daher hat man sich halt auch an der Optik so orientiert, dass man sagt, das muss schon auch so ein bisschen dazu passen, auch von der Masse her vom Rad. Und dass der Kopf auch was hält, weil auf dem wird er danach gefahren. Im Moment, wo das Rad fertig ist, ist halt meine Arbeit da. Aber wenn es nicht passt, das Eisen gibt meistens nicht nach. Wenn irgendwo ein Maß groß ist oder da brennt halt was weg, wenn die Temperatur zu hoch ist, wenn eine Felge bricht, wenn ein Speicher knackt. Das ist immer an meiner Holzarbeit. Ich bin eigentlich fertig, habe aber nur das Risiko, dass noch was schiefgehen kann. Dann haben wir halt ein Problem und das Problem ist immer auf der Holzseite. Bis zum Schluss ist es spannend. Auch dann, wenn die endgültigen Ringe auf die Narbe kommen. Also einmal ins Wasser meinst du? Einmal ins Wasser, genau. So. Sind wir so rum? Den Lammer so. Lämmer. Jawohl. Und wieder wird mit Wasser dem Eisen die Hitze genommen. So. Da Hanna, sieht man, da ist ein Zentimeter, drüber ist weniger. Wir haben hier die Luft. Ring ist jetzt auch so weit kalt, kann man schon lange. Und wenn das Ganze jetzt einfach nochmal nachtrocknet, das war ja ein Baumstamm, den wir auskühlt haben, den man weiter drechselt hat. Wenn da einfach nicht genug Feuchtigkeit raus ist und der jetzt in der Sommerhitze, die wir gerade haben, nachgeht, dann kann ich den Ring noch mal ein bisschen nach unten schlagen, dann sitzt er. Hier ist ja sogar gewünscht, dass die Hammerschläge sichtbar sind. Aber bei manchen anderen Rädern ist es ja so, da will man, dass es möglichst glatt und neu aussieht. Und deshalb dann nicht so oft drauf rumhauen und einen Ring nehmen, der einfach frisch aus der Esse kommt, drauf und schön ist. Alles ist gut gegangen. In dem großen Rad steckt eine Woche Arbeit. Der Auftraggeber, ein Mittelalterverein, hat den Ehrgeiz, eine Kanone aus dem 15. Jahrhundert nachzubauen. Jetzt sollen die Räder probemontiert werden. Aber Jürgen Steck ist noch nicht ganz fertig. Wir haben ja vorher in Handarbeit ganz viele Einzelteile gefertigt. Und die Chance, dass halt die Mitte nicht Millimeter genau auf der Mitte ist, die ist relativ groß. Deshalb ist so eine Vorrichtung entwickelt worden, dass man einfach nachträglich das Loch exakt dahin kriegt, wo man es haben will. Dass das Rad auf einer Spur fährt, dass es nicht so gigantisch rauf und runter hoppelt. Das, was beim Fahrrad ein Achter ist, probiert man da rauszuholen. Jetzt kommt das Rad auf die konische Holzachse. Wir kamen mit speziellen Vorstellungen. Und eine Sache, die uns sehr wichtig war, ist, dass halt alle Oberflächen dann am Ende handbearbeitet aussehen oder handbearbeitet sind. Ja, wir sind sehr zufrieden mit den Rädern. Hat der Jürgen sehr gut gemacht. Ich habe lang dran geschafft und es ist schon schön jetzt zu sehen, wie das alles vollends wird und einfach auch mal mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Ich bin ja normal in meiner Werkstatt, schaffe vor mir, ne? Und denke immer, so wird das richtig. Und wenn man dann die Bestätigung kriegt, das hat schon was, ja. Läuft gut. Ja, passt. Also richtig gut im Lauf. Geh mal. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.